Die Corona-Krise hat auch Argentinien durcheinander gebracht. Die Regierung hat ihre Grenzen geschlossen und internationale Flüge gestrichen. Außerdem wurde eine landesweite Ausgangssperre verhängt, wozu Polizei und Militär zum Einsatz kamen. Sie durfte nur für das Nötigste unterbrochen werden. Der ganze Verkehr kam zum Erliegen, weshalb es nicht möglich war, nach Buenos Aires zu fahren. Die deutsche Botschaft als auch die Konsulate befanden sich in einer Extremlage, da sehr viele Deutsche in Argentinien gestrandet waren. Alleinreisende, Familien und ältere Menschen wurden für die Rückflüge priorisiert behandelt. Ausgehend vom Honorarkonsulat Mendoza wurde eine letzte Busfahrt organisiert, sodass alle Deutschen, die sich in unmittelbarer Nähe befanden, den letzten Sonderflug vom 17. April nehmen konnten. Wir waren die einzigen, die in den Bus in San Luis zusteigen sollten. Um von den Provinzen nach Buenos Aires zu kommen, benötigte man durch die Ausgangssperre eine Sondergenehmigung, welche ich für alle in San Luis gestrandeten Europäer bei der Provinzregierung beantragte. Wir mussten eine Erklärung unterschreiben, die sicherstellte, dass wir nicht mehr zurückkommen würden. Außerdem benötigten wir ein Gesundheitszeugnis, welches ebenfalls nicht leicht zu bekommen war. Es sollte sicherstellen, dass wir die Quarantäne eingehalten hatten und gesundheitlich fähig waren, um zu reisen. Der Bus war voll mit Europäern, weshalb der Kofferraum komplett überfüllt war. Wir mussten das Gepäck teilweise komplett mit nach oben in den Bus nehmen. In Mendoza und in San Luis wurde der Bus mit einer Polizeieskorte begleitet. Trotzdem standen wir häufig am Straßenrand stundenlang, weil irgendwelche Dokumente geprüft werden mussten. Insgesamt kostete die Busfahrt 270.000 argentinische Pesos, die unter allen Passagieren aufgeteilt werden sollten. Während der Fahrt kam es einmal wegen zweier auf der Straße laufender Schafe zu einer starken Bremsung, aber ansonsten ging es Stück für Stück voran. Etwa 50 Kilometer entfernt von Buenos Aires kam es dann noch zu einer Panne, was uns weitere 2 Stunden des Wartens am Fahrbahnrand bescherte. Am Flughafen angekommen, konnten wir es gar nicht glauben, es endlich bis dorthin geschafft zu haben. Un micro que trae pasajeros, que lleva de regreso a su casa alemanes y suizos. Chicos, disculpen, ¿de dónde son ustedes? Alemania. Son alemanes, hablan castellano. Sí. Por suerte. Bueno, van a practicar un poco conmigo. ¿Hace cuánto que están en la Argentina? Llegué el 8 de marzo, ¿Y cuándo tenían previsto regresar? el 26 de... el 26 de marzo. Desde ese momento hasta el día de hoy, ¿cómo fue la cosa? Y todo bien, yo estuve en San Luis, en la provincia de San Luis todo el tiempo, hice la cuarentena ahí y tengo amigos ahí, podía vivir en la casa de ellos, así pasamos la cuarentena en San Luis y todo bien. ¿Y cómo fue tu estadía por acá? ¿Te han tratado bien en esta cuarentena? Sí, bueno, es un poco así aburrido estando todo el tiempo en la casa. Pero Claro. todos estamos igual, en muchos países pasa lo mismo, ¿no? Entonces es mejor prevenir que lamentar después. Entonces, Claro. ¿Y cómo se arreglaron con el tema de los gastos, los costos de la permanencia en la no. Argentina? siguen los gastos, ¿no? Entonces es más complicado para la gente que vive del día, digamos, ¿no? Sí. Bevor wir in den Flughafen herein durften, wurde bei jedem Fieber gemessen. Drinnen angekommen war ich wirklich erleichtert und vor allem froh, kein Fieber gehabt zu haben. Wer weiß, in welches Abenteuer ich dann schon wieder hineingerutscht wäre. Nach einigen Stunden des Wartens war dann auch die deutsche Botschaft vor Ort. Die wusste, wer in den Flieger durfte und wer nicht. Wenn Sie älter sein sollten als 65, dann können Sie nach vorne kommen. Es gibt eine. Ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger? 62. Naja gut, aber 62 geht auch noch. Ab 60. Die Lufthansa der Lufthansa sind selbstverständlich dafür heute da, um Sie vor allem sicher nach Hause zu bringen, nach Europa. Und ich denke mal, auch Sie alle wissen, dass Sie da bei uns in guten Händen. Der planmäßige Ankunft, wie Sie ja sicher auch alle wissen, ist
15 Uhr morgen Nachmittag in Frankfurt. Wir liegen sehr gut in der Zeit und wie Sie auch sicher mitbekommen haben im Augenblick, auch in der Luft nicht allzu viel Luftsprit für den Flug brauchen. Nahezu 190.000 Liter, die wir auf dem Weg hier nach Frankfurt mitnehmen werden. Es geht jetzt weiter auf Kurse Richtung Zürich, dann mit einer leichten Linkskurve über Stuttgart hinweg Richtung Frankfurt. Das Ganze noch in etwa 50 Minuten, sodass wir mit einer pünktlichen Landung vor Ort rechnen. Frankfurt meldet aktuell nicht ganz so sonniges Wetter wie hier. Ja, liebe Gäste, Sie haben es vermutlich gemerkt, wir haben unseren Abflug in Frankfurt abbrechen müssen. Der Grund davor, dass ein vorausfliegendes Flugzeug einen Vogel auf der Landebahn erwischt hat. Da muss jetzt einmal die Landebahn inspiziert werden, die Reste des Vogels entfernt werden und wir drehen jetzt hier eine Runde im Süden von Frankfurt. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück in Deutschland. Da bleiben Sie so lange angeschnallt, bis die Anschlagzeichen ausgeschaltet worden sind. Ansonsten hoffe ich, dass Sie hier die Nacht bei uns an Bord weitestgehend ruhig verbracht haben, dass Sie etwas erholen konnten. Ich würde mich freuen, wenn Sie gut und sicher zu Hause ankommen und Sie vielleicht hier bald mal wieder, egal in welche Himmelsrichtung es geht, an Bord grüßen dürfen. Aber in erster Linie wünsche ich mir und hoffe, dass Sie alle gesund bleiben und ja, auf bald.